Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Update-Video. Ich dachte, ich mache mal wieder eins, weil das letzte ist schon sehr lange her und sich hier auf dem Kanal und bei mir privat ein bisschen was ändert. Deswegen dachte ich, für die es interessiert oder ja, also die es einfach wissen wollen, mache ich mal ein kleines Update für die ganzen Änderungen, die so kommen. Ich habe mir einen kleinen Notizzettel gemacht und ich gehe da durch. Dieses Video wird wahrscheinlich nicht groß geschnitten sein. Also wie gesagt, die großen Punkte, für die nur grob wissen wollen, was hier besprochen wird, ist halt Streaming-Sachen, YouTube-Sendeplan und was bei mir so privat und beruflich abgeht und wie das Auswirkungen auf den Kanal und solche Sachen haben wird. So, zum Punkt Streaming. Seit jetzt so ein bisschen kürzerem hat man vielleicht auch hier auf dem Kanal gesehen, streame ich ja hin und wieder auf Twitch. Dies soll jetzt in Zukunft sehr viel regelmäßiger kommen, weil ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Computer, aber die sind beseitigt. Und ja, deswegen wird auf jeden Fall regelmäßiger auf Twitch gestreamt. Der Link zu dem Kanal ist in der Videobeschreibung von jedem Video, auch von diesem hier natürlich. Und ja, ich gehe davon aus, dass ich, also nicht jeden, aber meistens dann wohl freitags so zwischen 19 und 20 Uhr starten werde, wenn ich alleine streame. Also das ist so angepeilt. Der Tag passt bei mir ganz gut und deswegen peile ich das halt einfach so an. Freitags 19 bis 20 Uhr. Ob es dann wirklich ein Freitag ist, vielleicht mache ich dann auch mal ein Ankündigungsvideo oder so. Ansonsten Facebook, Twitter und solche Sachen gibt es auch. Für die bisschen besonderen Streams, die ich dann hoffentlich auch mal demnächst machen kann und plane, also mit anderen Leuten zusammen wie Manuel, aka Denkige Gamer und vielleicht ein paar anderen Leuten, die werden dann wahrscheinlich samstags sein und da werde ich mit Sicherheit dann irgendwie ein Ankündigungsvideo oder sonstiges machen. Ansonsten das Stream-Archiv, also die Aufzeichnung der Streams, werde ich nicht mehr auf diesen Kanal hochladen, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt die hier waren auch auf nicht gelistet geschaltet, damit die den Kanal nicht so zu spammen, weil das ist der größte Grund. Ich möchte diesen Kanal nicht zu spammen. Ich habe noch einen alten Zweitkanal, Let's Pommes heißt der. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Da werde ich die Streams jetzt archivieren. Ganz einfach, weil ich persönlich das auch am liebsten mag von Kanälen, die jetzt in dem Sinne nicht gestartet sind mit diesem ganzen Streaming-Kram und so und eigentlich halt geskriptete Videos machen, dass die das dann auslagern. Und da ich das am liebsten so habe, mache ich das auch einfach. Also ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, den Twitch-Kanal followen oder abonnieren oder, abonnieren ist glaube ich da was anderes, followen oder wie das heißt. Alles ist in der Videobeschreibung und ja, da wird dann regelmäßig was kommen. Was ich da größtenteils streamen werde, das ist immer dann spontan, aber auf jeden Fall plane ich halt viel auch ältere Sachen. Ne? Super Nintendo, Mega Drive, Sega Saturn, vielleicht PlayStation 1, solche Sachen. Aber auch mal größere, was genau dann kommt, wird dann angekündigt oder sonstiges. Der in Anführungsstrichen YouTube-Plan ist einfach oder sieht einfach so aus, dass die größeren Videos oder Projekte vor allem Guilty Pleasures sein wird. Also das wird weitergehen. Also dass die Reihe, wo jetzt Demolition Girl und Fitness Fun zugehörte, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, das Video zu machen. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Erinnerung eines Zockers will ich wiederholen oder ja, habe ich schon sehr lange nicht mehr dran weitergemacht. Das kommt auch in dem Sinne wieder zurück. Und die dritte größere Art von Show oder wie man das halt ausdrücken möchte, wird oder läuft momentan unter dem Namen Sir Pommes Show, was halt einfach so alles ist, wo ich Bock drauf habe. Das soll so ein bisschen das Bindeglied sein zwischen Kaffeezeit, was auch weitergeht, aber was ja halt komplett als Voice-Over-Ding läuft und halt den Sachen, wo ich viel zusätzlich drehe, wie halt bei Fitness Fun im Video oder bei den alten Erinnerungen eines Zockers, da war ja sehr viel noch nicht Gameplay-Material, sondern halt dazu gefilmt und mit Storylines und all sowas. Und die Sir Pommes ist so ein bisschen dazwischen. Die hat auch keinen gewissen Aufbau oder kein gewisses Thema. Da wird so alles Mögliche, wie ich Bock habe, so angesprochen, wie ich Bock habe. Und das heißt, die Physical Indie Reviews, die ich ja eine Zeit lang gemacht habe, oder hin und wieder besser gesagt gemacht habe, fallen weg. Erstens ein geldlicher Grund, den ich dann später noch zu hingehe. Und zweitens, ich habe nicht so Lust auf diese standardmäßigen oder in Anführungsstrichen standardmäßigen Reviews. Und wenn ich solche Titel behandle, dann will ich mir lieber irgendwas dazu einfallen lassen oder es halt so machen, wie ich das möchte in dieser Sir Pommes Show. Das heißt jetzt also nicht, dass gar keine Indie-Spiele mehr kommen, aber halt, ja, die dann anders behandelt werden.
Ansonsten allgemein, wegen auch der geldlichen Lage, wird es halt sein, dass ich also ein bisschen wieder mehr in den Bereich Retro gehe. Ich mag den Begriff nicht so. Also ältere Titel, die ich vielleicht noch nie gespielt habe, wieder spielen möchte oder halt hier liegen habe und noch nie wirklich durchgespielt habe. Ne? Bekannte Sachen wie halt Chrono Trigger, Final Fantasy VI oder halt auch unbekanntere Titel, ne? Wie bei halt zum Beispiel Fitness Fun. Das heißt aber nicht, dass immer mal wieder so ein Interview dazwischen kommt, wie ich ja von anderen Sammlern und YouTube-Leuten gemacht habe, oder auch mal ein Musikvideo oder wenn mir irgendwas anderes einfällt. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt völlig auf diese Sachen limitiere. Das ist jetzt nur einfach das Leitprogramm oder wie man das sagen möchte. Allgemein möchte ich auch sagen, Themenvariation wird auf jeden Fall größer. Ich möchte in Zukunft dann auch mal über Filme reden, die vielleicht in Guilty Pleasures reinpassen oder Animes, wo ich besondere Erinnerungen zu habe, ne? Dann bei Erinnerungen eines Zockers oder sowas, also Filme, Animes, keine Ahnung, wenn mir was einfällt, ne, zu einem coolen Brettspiel oder so, dann auch das. Also das wird alles ein bisschen offener und lockerer vom Thema. Aber ich denke, meistens wird es irgendwie ein Bezug von Videospielen oder Nischenkultur, wenn man das so sagen will. Und natürlich gehen auch die Gemeinschaftsprojekte mit Manuel aka Dengeki Gamer weiter. Da arbeiten wir momentan auch an mehreren größeren, sogar auch einer größeren Reihe oder so. Kann ich oder will ich noch gar nicht so viel mehr zu sagen, aber da arbeiten wir auch weiter zusammen. Und auch wie bei dem Video Fitness Fun, vielen Dank dafür natürlich, hat er die Kameraarbeit gemacht. Also wir arbeiten immer noch ganz normal zusammen, da hat sich nie was geändert. Genau, der dritte Punkt ist meine berufliche oder private Lage. Ich habe mich dazu entschieden und ich weiß, ich bin da nicht unbedingt der Jüngste für, eine zweite Ausbildung zu machen, weil ich in meinem gelernten Beruf nicht zufrieden war und ich wollte was ändern und ich bin immer der Meinung, wenn man nicht zufrieden ist, muss man was ändern und mir hat sich eine gute Gelegenheit gegeben oder gezeigt, eine zweite Ausbildung zu machen und das verfolge ich. Die wird ab August losgehen und da kommt dann natürlich auch der eben genannte Geldmangel ins Spiel, weil in der Ausbildung, da hat man nicht so wirklich die finanziellen Möglichkeiten, was meine Mobilität einschränken wird und natürlich auch, wie ich an Projekte rangehen kann. Dies hat halt sogar ausschweifendere Auswirkungen, weil, wie gesagt, der Manuel oder Dengeki Gamer, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, wir wohnen nicht in der Nähe, wir wohnen sogar relativ weit auseinander. Ein bisschen was über eine Stunde Autofahrt, zwischen 80 und 90 Kilometern. Das wird auch darauf natürlich Auswirkungen haben. Wir versuchen das so gut wie es geht natürlich trotzdem alles zu unternehmen und uns nicht einschränken zu lassen. Aber wie genau das dann in der Praxis, sag ich mal, aussieht ab August, das wird sich dann zeigen. Genau. Und in dem Punkt habe ich so ein bisschen überlegt. Ich bin selber, als es finanziell bei mir besser aussah, stark Leute auf eine Bekanntenseite wie Patreon oder sowas unterstützt. Ich mache keine Patreon-Kampagne, keine Angst. Aber auf Twitch, wo ich ja dann jetzt eigentlich auch regelmäßiger unterwegs bin, ist das relativ normal. So ein Spendenlink, glaube ich, nennt man das. Ich mag dieses Wort irgendwie nicht. Den habe ich da eingerichtet. Also wenn das eine Option ist, wo ihr dann möchtet, ich verpflichte keinen, das ist kein Zwang. Und ich bin momentan am Überlegen, vielleicht solche Programme wie Amazon Affiliates, da wird ihr vielleicht auch noch was drüber gehört haben. Und es gibt, glaube ich, so eine Seite Tipeee oder sowas, wo man halt auch so einen kleinen Betrag einfach nur überweisen kann, wie so ein Trinkgeld, Tippgeld oder sowas, was man dann vielleicht hier in die YouTube-Beschreibung reinpacken könnte. Wie gesagt, momentan ist nur das auf Twitch drin und aktiv. Über alles andere muss ich mich noch besser erkundigen und würde ich auch ganz gerne sonst Feedback hören. Wenn ihr sagt, nee, das ist, macht das auf keinen Fall, dann bin ich da auch weniger zu geneigt. Ich bin sowieso da eher ungern. Also momentan ist es auch so, dass ich immer wieder hier und da Sachen aus meiner Sammlung und sowas lieber aussortiere, die ich nicht so dringend brauche und die versuche loszuwerden oder Equipment, was ich noch von meinem mehr Audio-Kram, wo ich noch sehr viel mehr Musik gemacht habe oder mit Bands aufgenommen habe, bin ich viel losgeworden, um halt mir dann andere Sachen, ich mache das so lieber, weil
Spenden, ich bin ja ihr versteht schon, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Aber ich möchte halt nicht völlig die Möglichkeit blocken, wenn Leute wirklich sagen, hey, ich gucke das hier schon lange und wenn du ein Video rausbringst, was mich richtig gut zum Lachen bringst, dann würde ich dir dafür dann mal einen Euro geben. Nichts Regelmäßiges oder irgendwas, davon will ich gar nicht, weil dann müsste ich dementsprechend auch einen Gegenwert liefern und da in so eine Situation will ich mich erstmal nicht bringen, weil ich noch nicht weiß, wie das alles laufen wird. Und ich habe immer sehr große Probleme, mich kurz zu fassen, wie ihr vielleicht auch schon wisst. Und das sind so größtenteils die Punkte. Wie gesagt, Streaming jetzt regelmäßig, das Archiv ist der Let's Pommes Kanal, Sendeplan, Guilty Pleasures, Erinnerungen eines Zockers, Sir Pommes Show, wo ich für die erste schon eine ganz coole Idee habe, Kaffeezeit kommt weiter und sowas wie Interviews wird es noch geben, aber halt wie immer sporadisch. Mehr Themenvariationen, Manuel und ich werden auf jeden Fall weiter zusammenarbeiten und ich hoffe auch mit vielen anderen noch, wenn sich die Gelegenheit bietet. Geldliche Mobilität ist ab August für mich ein kleines Problem, aber dementsprechend, vielleicht auf Twitch, wie gesagt, gibt es die Möglichkeiten, in die ich momentan reingucke und die eine Möglichkeit, die es schon gibt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten werde ich das vielleicht per Text oder vielleicht gleich nochmal irgendeinen Schnitt setzen oder sonstiges. Ansonsten war es das von mir heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, da gibt es, glaube ich, nicht viel, was euch gefallen kann, weil mehr eine Informationsdrop. Ansonsten vergesst natürlich nicht, spielt, habt Spaß und bis dann.